Ja, Wahnsinn, die Sonne lacht. Unglaublich. Gestern 4 Grad, teilweise 3 und heute hat es 15. Habe mich gleich mal dünner angezogen. Und ja, ich fahre wieder zum Thomas, bin wieder im Knoblauchsland hier. Und es ist aber ein bisschen spät jetzt, 1:30 schon. So lange können wir nicht fahren. Ich habe ein bisschen Equipment dabei. Die Drohne ist am Start. Mal schauen, ob wir ein paar geile Aufnahmen machen können. Und ja, mal gucken, wo es hingeht. Keine Ahnung. In die hiesigen Wälder halt wieder. Okay, also, man sieht sich später. Da hebt ab der Flieger. Meine fliegt auch bald in 2 Monaten, eine Gans. Dann geht's ab in die Sonne nach Südostasien. Smashing the carbs! Was haben wir denn da? Hühnercurry, oder? Oder Schweinefest? Vegetarisches Curry. Ah, okay. Gut. Ja, jetzt ist es ein bisschen spät heute. Aber Macht ja nichts, Lichter sind dabei. genau. Und ich muss jetzt noch Carbs laden, damit ich dein Rad halten kann. So ist recht. Ich habe vorhin mir Sushi reingehauen, 100 Gramm, meinst du, das reicht? Für 10 Minuten schon. Ja, gut. Aber ich habe ja noch Fettreserven hier. Und daher sind wir gerüstet. Genug dabei. Und Ballast. Rucksack, Equipment, alles dabei. Er ist auch schwer bepackt hier. Rahmentasche. Was ist da wohl drin? Man wird es vielleicht nie erfahren. Das wird die Überraschung. Ja, gucken wir mal, ob wir das Geheimnis noch lüften. Freunde des geliebten Radsports, so geht's ja nicht. Einfach mal überholt worden hier. Immer diese Rennradfahrer. Towers on the track. Wir haben auch unsere Pferde. Ja. Aber die bewegen wir selber. Ja. Nachzügler. Ein Traumwetter, ein Sahnetag. Mensch, da. Die wird wieder schimpfen, die Mutter. Ja, die Mutter wieder Arbeit. Ja, dass die auch was macht. Oh, ich habe einen Insekt getötet. Oh. Proteine. Stört die Tasche eigentlich nicht? Also stößt du da dran mit die Beine? Ja? Dauernd? Oder je nachdem, wie viel da drin ist? Ja. Aber generell stört sie. Ich bin auch mit den Ortliebs gar nicht zufrieden. Okay. Also für weite Reise wäre die jetzt weniger was, oder wie? Es geht schon. Jetzt Ich ist da spiele halt einfach die Tasche. Ist halt nicht frei. ja, weil die schaut so ausgebeult aus. Also je mehr du da neidest, Ja, wenn du da denke ich was mal, reintust. desto mehr stört Aber sie. egal, wenn du da was rein tust, ist es immer ausgebeulter. Muss ich mir nur überlegen, ob ich mir sowas anschaue. Ja, nimm mal andere Hälfte. Restrap Kannst du vielleicht. mal bei dir dran machen? Ja, Ja gut, ich muss, so das Einheitsgröße, oder? ja, Gibt es da nicht verschiedene Längen? Weil es gibt ja verschiedene Oberrohrlängen dann auch. nicht. Okay. Na gut.
So Frankenbötterle Ist noch eine, die ist ausgefüllt nach unten. Ja, so ein Dreieck irgendwie, oder? Ja. Trinkflasche. Ja, aber wenn, dann wäre sowas eigentlich schon für mich vorteilhafter, glaube ich. Aber wenn du dich da in Scherwitz jetzt jeden Tag 100 Kilometer fährst, machst du so eine Bikepacking-Tour, Geht schon. dann hast du irgendwann Löcher in den Schenkeln. Ist die Hose offen? So, da vorne ist das Ziel, das Objekt der Begierde, Monte Moritz. Er ist schuld. Er will unbedingt hoch. Oh je. Mal gucken, da ist ein Biergarten oben. Schauen, ob da irgendwelche Leute heute da sind. Naja, es wird auf jeden Fall anstrengend. Das sehe ich schon, vor allem mit so einer Kiste hier. Thomas wird wieder vorausfliegen. Wird wieder alles geben, so wie ich ihn kenne. Ich sehe die Bilder schon vor mir förmlich. Aber ich habe einen schweren Rucksack dabei. Habe ich schon mal Ausrede. Darfst mich heute besiegen. Servus. Wir beginnen das Segment nicht. Ja, du kannst jetzt Gas geben. Ich fahre gemütlich. Ja, das Leiden beginnt ab da vorne dann. Ja, jetzt ist das Wetter irgendwie nicht mehr so dolle. Schade. Eigentlich deswegen sind wir hergefahren. Ist immer so. Man muss den Moment sofort nehmen, wie er ist. Nicht lang warten, schau hier, wer kurbelt. Jetzt geht's los hier. Na, fahr du mal. Frankenbötterle fährt gemütlich, frei nicht hoch. Die jungen Wilden. Da merkt man schon deutlich den Unterschied zum Rennrad. Vor allem mit Rucksack oder ohne. Jetzt kommt dann ganz am Schluss das schwerste Stück mit 20%. Ich glaube, das schiebe ich schon. Entschuldigung. Entschuldigung. Danke. Bitte. Ja, das ist das härteste Stück jetzt. Ei. Wahnsinn. Also ein paar Kilogramm ausmachen. Andere Reifen, Rucksack, schwereres Rad. Meine Herren. Da hockt er schon seit einer halben Stunde. Ja, wo bist denn du? Ich hab dich gesucht. Bin wieder runtergefahren, hab dich gesucht und dann bin ich nochmal hoch. Nein, ich war so langsam. Eiwächt. Ja, das ist mir klar, du hockst ja schon eine halbe Stunde da. Da sind sogar Leute hier, so offen. Jetzt darf man die Tour einsteigen. Hier, hier Plattform, ja, Stadtbahn. Aber hier sind die Bäume im Weg. Da gibt es eine Aufschau hier.
das war's mit der mystischen Ausfahrt. Es wird dunkel, wir müssen heim, kalt wird's. Aber war cool da oben mit den Drohnenaufnahmen. Da hat man natürlich auch gleich Publikum. Da hat man eine kleine Schar um uns, die neugierig geguckt haben, was wir da so machen. Aber waren, glaube ich, ganz coole Aufnahmen. Man wird es ja dann jetzt sehen in diesem Video. Wir rollen jetzt gar heim, haben jetzt noch 20 Kilometer ungefähr. Das Licht ist am Start. Thomas hat auch ein schönes Rücklicht. Wunderbar. Man sieht sich, bis später, bis morgen, bis irgendwann. Ciao. I was alone, falling free, trying my best not to forget what happened to us, what happened to me, what happened as I let it slip. I was confused by the powers that be, forgetting names and faces. Passers-by were looking at me as if they could erase us. Baby, did you forget to take your meds? Baby, did you forget? I was alone, staring over the ledge, trying my best not to forget all manner of joy, all manner of glee, and our one heroic pledge, how it mattered to us, how it mattered to me.